Hallo und herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3, dem Honor Mode, und wir sind im finalen Akt 3 angekommen. Shutty. All's well, I hope, aside from the obvious. Wen haben wir aktuell? Ja, nee, ist in Ordnung. Oder? Komm mit. Your dance card is full. Ja, Lose a partner and there'll be room for me. Lead the way then. ja, hier, der bleibt hier. Well met. Das ist auch nix, gut. How can I assist? I'm listening. Ja, komm, überredet, du darfst auch mitkommen. You're full up. Dismiss someone first. Ja, ist ja gut. Oh, ich mag irgendwie deine herrische Art. Well chosen. Jetzt, da oben ist nichts mehr, ne? Ah, doch. Der Kleine. Ach, und die beiden sind auch hier. Painful truths have been thrust upon Shadowheart. I believe she is strong enough to endure. But her path will be easier with our support. Ja, ja, klar. Ah, Shadowheart has found a little bit of herself again. Soluna cannot take all of the credit. She may have lit the way, but it is the cleric who took the step. Jetzt, wo wir zusammen reisen, Joel, wird mir klar, dass ich kaum etwas über dich weiß. That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. Stimmt es, dass ihr schon mal gegen die Toten 3 gekämpft habt? It was Baal alone we faced in our time. And bad as that was, he had no elder brain for a lapdog then. Help won't come from the history books, or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Bitte, ihr seid nur eines dieser Dinge. Nee. So alt seid ihr auch nur wieder nicht. I've passed enough years that counting them is a waste of what remains. Which is to say, yes, I am that old. Würdest du am liebsten gleich wieder mitnehmen. Aber ich darf nur 4 mitnehmen. Was mit dir, Schaufel? Shovel is bored. Shovel wants to murder Eyes. Ja, machen wir bald wieder. Bored. Ja, gut. Selbst Schaufel hat seinen eigenen Platz und
Und Helzen musste den Obdachlosen markieren. Das ist irgendwie nicht. Nicht cool, oder? Ist egal. Ah! Geknacken, dann ist er wieder gut. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Wenn die Zeit gekommen ist, entscheide ich mich spontan. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hear me. Gather. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join. You're under attack. Help me. Oh, you little harborer! Aber wie bist du denn drauf? A simple task. That orb is about to erupt! I'm here. Help me. I'm under attack. Sofort, sofort. Sie hat leider schon hier eingekriegt.
now. Still breathing, despite everything. Hurry! I can't hold them back alone. Friend of Gake, you will be cleansed. Alle drin? Oh. Da ist bisschen hart. Komm her. 2 reicht auch. A wise move. Okay. Einfach der kleine... Carla. Möchtest du ihr schön das Kreuz brechen? Ich hab's dir gesagt. Die fernen Reiche, die sind wunderbar. Was? Wieso? Carla, ehrlich. Ohne Witz. Uncool. Warum schlägst du immer daneben? 91, weißt du, du haust... Ja, Carla, sag ich schon. Lisel. Was bist du für ein Typ? Geschicklichkeit. Deswegen bist du so eine Schlüpfrige. It's not over. Come to the skull. Ja, ich komme. Das ist das Schlimmste an solchen Mönchen, ne? I need you now. Ist das auf Zeit? Was ist mit ihr hier? Oh Gott. It's not over. Come to the skull. Ja. Mach dir mal nicht in deinen... Schön. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. Gate abomination. By the one true sky. What is this madness? The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me.
Das ist der Kampf, den ihr führt? The Honor God. Eliminate them. My forces are weakened by their assault. But with your help, we can turn this around. Destroy the God. I will subdue their master. Together, we can turn the tide. Das war enttäuschend wenig. Oh, oh. Münzwurf. Habe ich mir gedacht. Er boxt sich durch die kleinen Gehirnchen hier durch. Gute Frau. ...95 finde ich gut. Verängstigt, schön. Jetzt hast du auf einmal nur noch 70. Warum? Weiß ich nicht. What the fuck? Ja, geht ja so nicht hier oben, ne? Junge? Was war das? 19 Weisheit. Ah, egal. Und dann schauen wir mal, ob wir dich... Ah, nicht wirklich, aber... Na, egal. Hat gekachelt. Hat gekachelt. Das ist das Wichtigste. Ja. Hast du Ideen wie? Eine Runde Segen wäre ganz fein, aber... Ah doch, ist noch drin. Destroy the Honor God. Kleinvieh macht auch Mist. Hau mal kaputt, die Prälatin hier. Schön.
Oi, war klar, Blizzle. War klar. Sag mal, haben sie dir... jetzt mal im Ernst. Haben sie dir echt jetzt mal volles Met ins Gehirn geschissen, oder? Ich glaube, klüger ist die Olle da oben wegzuschießen, ne? Ah, da tut sie sich auch schön weh. Ah, 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 da oben auf den Steine rumkriechen. Ich werde dir helfen. Könnte genau passen. Ja, ist ja wenigstens hell. Brauchen wir sowas? Eigentlich nicht. So, da wirfst du ihn. Ach, hier stehen noch zwei. Okay. Was ist das denn für ein Scheiß? KI-Resonanz. Junge! Was ist das hier eigentlich? Heulen der Toten. Stoße ein markerschütterndes Heulen aus, das alle Kreaturen in der Nähe betäubt. Aha. Ach Gott, ist die flink, ey. Du möchtest Gelegenheitsangriffe machen? Bist zu nah dran, oder? Ungünstig. Kommst du weg. Well, so much for peace. Ich kann den als... Wieso ist der jetzt rot? Thank you. That was too close.
look at me like that. I am a mind flayer, yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. It's obscene to owe my life to a damned geich. No more lies, no more tricks. I will have answers! Ich frage euch erneut, wer seid ihr? Und diesmal brauche ich einen Namen. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Fürst Grotasch war einer der Auserwählten der Kolonie. Indeed. His hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an Elder Brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Also erzählt es mir, worum es bei diesem Kampf ging. We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. Orpheus? Impossible. He was slain by Justil Kithrak himself. Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive-mind communication. It is the same power that enabled Orpheus' mother to bring about the fall of the Elitid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus' mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Wart ihr auch hier gefangen? No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prison.
I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside, and found Orpheus. I realized what the prison was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Wollte Vlakiv, dass wir euch oder Orpheus töten, als sie uns ins Prisma geschickt hat? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Vlakiv was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. I don't understand. The histories claim the prince was burned to ash in the skies. Your histories are fabrications. The prince was not killed. As you can very well see, he was in prison. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blacketh will be finished. Was passiert, wenn wir Orpheus befreien? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a Lithid, a sworn enemy, just like me. Ich bin keine Tiltide und ich werde auch niemals einer sein. You are already more a Lithid than you realize. It has improved you. You seek to reverse an inevitable process. A process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. Ich würde es lieber vermeiden, zum Gedankenschinder zu werden. Ich dachte, ihr hättet eingewilligt, mich zu beschützen. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent Illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Also, mal jetzt so nebenbei, ne? Ich musste ja für Platin so einige Trophäen im Anschluss an das Blind Let's Play noch einsammeln. Und 2 davon würde ich gerne aus meiner Erinnerung streichen. Das ist die Zeremorphose, also wo wir quasi das Ende sehen, wo wir dann selber Gedankenschinder sind. Komme ich nicht mit klar. Die andere, ich glaube, wir wissen alle, ich möchte es nicht offen sagen. Naja, also... Nein, wir wissen alle,
welche Trophäe ich meine. Ja, und ja, hier im Tactician Run habe ich gedacht, komm, scheiß drauf. Ich hole mir mal jede Power, die ich kriegen kann. Ne? Ist ja Training. Ist ja Training gewesen für einen Honor-Mode. Ne? Ich hole mir jede Power, die ich kriegen kann. Ja, und dann habe ich die Larve von ihm hier rein schnabuliert. Ne? Erstmal sah ich scheiße aus. Dann habe ich nicht gesavescammt. Ne? Aber ich habe dann Schattenherz überredet, sich auch die Larve reinzuballern. Ne? Alter, da sind ihr die Zähne ausgefallen. Ey, so, da musste ich rückgängig machen. Ich hätte das Spiel nicht beenden können, wenn wenn Schattenherz die ganze Zeit so... Ich war mit Karlach zusammen in dem Durchlauf, aber leck mich an Arsch. Ne. Da kriegt der zwar hier da den Außenrand, kann ich euch gleich zeigen. Na. Was würde denn das bedeuten? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. Ja. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Weißt du, mit ein paar Pickeln am Arsch könnte ich ja klarkommen. Weißt du, von mir aus auch 3 Tentakel untenrum irgendwo. Ne, aber die Veränderung ist im Gesicht, du Arsch. Ne, will ich nicht. Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with illithid potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? Ich will das found nicht. that. It's your nature. You cannot fight it, Was? so embrace it. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Ne. Nein, ich will das nicht. 21. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ja, nee, ist klar. Würfel jetzt 50. Geht doch. A wave of disappointment, stronger than any you've ever felt. And then stillness. You've resisted your illithid instincts. For now. You are not ready yet. Keep hold of it then, until you are. It has enough vitality to further your evolution, and your allies. Perhaps you will be more inclined to try it when you see more of what our enemy can do. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Also, ganz ehrlich, ne? Wenn wir uns die reinpfeifen, dann werden halt hier die Außenbereiche, die werden noch freigeschaltet. So, und dann hatte ich einen Guide oder was hatte ich gelesen und in dem Guide drin stand drin, wenn ihr das halt macht, dann bekommt ihr alle Larven, die ihr bereits investiert habt, zurück, weil die werden automatisch dann alle freigeschaltet. Ist entweder Blödsinn oder es kam ein Patch, der das geändert hat. Auf jeden Fall habe ich nichts zurückerstattet bekommen und das sah weiterhin so aus. Ich konnte dann halt hier nur weitere Dinge einsetzen. So. Und wir sehen jetzt nicht, welche Fähigkeiten es da gibt. Aber mal so unter uns Gebetsschwestern. Ich fand die jetzt nicht so prickelnd. Ich meine, ich kann mich täuschen. Ja, ich kann mich täuschen, weil wir haben ja schon jede Menge Elitidenkräfte freigeschaltet.
Aber ich freue mich am meisten über die passiven, denn die aktiven, ja, ich habe zu wenig Erfahrung mit denen. Ich weiß dann vom Lesen her nicht genau, wie die funktionieren. Und es ist einfach für mich ein zu großes Risiko, im Honor-Mode hier neue Sachen auszuprobieren. Von daher, ja, ich freue mich halt hier über günstige Ausgangslage, über Glück der fernen Reiche. Das sind super Dinger. Ne? Bezaubern, okay, kann man auch. Ne? Das ist auch gut, ne? Dass sie mit Fallschaden. Aber der zum Beispiel, ne? Ich glaube, ich habe den einmal aus Spaß genutzt. So, und bei dem habe ich gemerkt, okay, der macht, in einem großen Umkreis stößt er alle davon. Den könnte man eventuell mal nutzen. Ne? Das Problem ist, das sind hier solche Symbole. Ne? So, und bei den Zaubern, die man, oder bei den Fähigkeiten, die man öfter nutzt, da merkt man sich natürlich das Symbol. Aber der zum Beispiel, Ausschmerzen der Schwachen, passives Merkmal, das gewechselt werden kann. Ich kapier's nicht. Ich habe noch nie gemerkt, dass der sich irgendwie aktiviert hätte. Wenn du die Trefferpunkte einer Kreatur auf eine niedrigere Anzahl als die deiner entwickelten Elitidenmächte verringerst, stirbt die Kreatur und alle Kreaturen in der Nähe erleiden 1 bis 4 psychischer Schaden. Liest sich voll geil. Heißt für mich 2, 4, 6, 7, 9, 10. Wenn die unter 10 Lebenspunkte hat, stirbt die und alle im Umkreis kriegen 1 bis 4 Schaden. Habe ich nur noch nie gemerkt, dass das passiert ist. Ja, und dann das Allerschlimmste ist, ne, ihr seht einfach scheiße aus. Ihr seht einfach richtig scheiße aus. Ne, er sagt hier so, ja, ist keine richtige Veränderung. Ne, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Ne, ich hatte das bei einem gesehen, in einem Video oder was? Ja, und der hatte so eine göttliche Knochenscherbe. Wo ist sie? Damit kann man alchemieren. Abgrundkriecher, kaputter Schild. Gewianke Kurzschwert. Hi! Nehmen wir mit. Er hat hier auch noch. Was ist das? Eine leeren Knolle? Ich weiß ja, wie ich hier beim ersten Mal gestruggelt habe, weil ich nicht wusste, ey. Ich habe mir da so einen schönen Traumbesucher gemacht. Jetzt ja auch wieder, ne? Ich bin schon wieder so traurig. Dass meine Schönheit weg ist. Habe ich euch erzählt, ne? In meinem Tactician Run habe ich mir eine bärtige Zwergin gemacht. Und nicht hier so ein Vollbart, ne? Sondern die hat... Ja gut, dann nimm mir Steine mit. Guck mal, der mochte uns leiden, der ist grün. Ach so, die mögen uns alle leiden. Und die haben einfach mal nix. Eine Scheibe. Symbolische Zeichnung, die über einem vergessenen Text eingraviert wurde. 2 Figuren, eine imposante weibliche mit königlichem Aussehen und ein Teufel mit ironisch charmanter Miene. Ihre Hände tauschen ein Artefakt aus, das Astralprisma. Ach so, hat Raphael auch da seine Finger im Spiel, oder was? Kleinen Heiltrank. Ja, der ist irgendwie rot, der hier, der Kleine. Der mochte uns nicht leiden. Gut, haben wir jetzt aber alle, ne? Da ist noch Prälat. Junge! Gibt die Dinger her. Erfahren und tödlich. Der Träger bewirkt mit waffenlosen Schlägen zusätzliche Schaden in Höhe seiner... Ah, ja.
Leer, 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 leer. Leer. Kaputter Schild. Leer, leer, leer. Alles klar. Dann können wir abhauen. Ja. Das ist halt blöde, ne? Wenn ihr hier... Das dürft ihr auch nicht machen, ne? Ich glaube, ich habe das im Blind, ne? Da habe ich gegen die gekämpft, ne? Und dann war auf einmal Spiel vorbei, ne? Da habe ich auch kurz Panik geschoben. Und habe gehofft, dass schnell einer am Start ist, der Nebelschritt hat. Gut. Auf jeden Fall wisst ihr Bescheid. Ich muss auch irgendwo... Nee, es sieht absolut scheiße aus. Es sieht absolut scheiße aus, die Veränderung. Und der Benefit dadurch lohnt sich nicht. Nee. Der kann seine scheiß astral berührte Larve, kann er sich weiß ich nicht, haben Gedankenstände Arschlöcher? Stimmt, ne? Der Typ, ne? Ohne Scheiß, ne? Und die Bilder, ne, von den 2 Trophäen, die kriege ich nie wieder aus dem Kopf raus. Das war verstörend. Verstörend, sage ich euch. Ich wünsche euch was. Bye, bye.